Heute bei den Lately News hat ein Mann mehr als 3 Monate im Flughafen von Chicago verbracht, bis er von den hiesigen Sicherheitsbeamten bemerkt worden ist. Zuerst dachte die herbeigerufene Polizei, dass der Mann sich so lange in dem Flughafen aufgehalten hatte, weil er wegen einer Corona-Einreisebeschränkung in seinem Heimatland nicht weiterfliegen konnte. Wie sich jedoch herausstellte, weigerte sich der Mann nur zurück zu seiner Frau und den neugeborenen Drillingen zu fliegen, wegen der seit Monaten ständig schreienden Drillingen. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus den Stephen King Büchern und Verfilmungen von S. Ich will ja nicht angeben, aber ich bin der originale Pennywise. Okay, sie haben meine Story etwas geändert, denn normalerweise fresse ich nicht Kinder, sondern nur Querdenker. Okay, ja, ab und zu esse ich auch mal ein paar Kinder, aber es lungern die auch bei den Querdenkern rum. Ist doch deren Fehler, oder? Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und auf die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, Dateline NBC auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Paderborn, wo diese Raupe an einem Drachenbaum nagt und hofft, dass sie sich dann später deswegen nicht in einen Schmetterling verwandelt, sondern in einen Drachen. Also genauso wie im geheimen Director's Cut von Game of Thrones. Außerdem präsentiert uns heute noch unser Senior-Hasen-Korrespondent Bugs the Bunny, bitte nicht zu verwechseln mit dem Charakter Bugs Bunny von Warner Bros., welcher das hier definitiv nicht ist, die neuesten Mümmelmann-Trends. Ist was, Doc, würde selbstverständlich Bugs the Bunny niemals seinen Gegenspielern hier in den News Elmer the Fudd und Yosemite Sam fragen. Und das würde nur eine dicke Klage von Warner Bros. Nach sich ziehen, die dann die Hasenjagdsaison ausrufen würden. Aber kommen wir zuvorst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Vor einiger Zeit hatte es der brasilianische Drogenboss Clauvinho da Silva hier in den News geschafft, weil er versucht hatte, aus dem Gefängnis zu fliehen, indem er sich nach einem Besuch seiner Tochter, einer ehemaligen Miss Brasilien, als genau diese verkleidet hatte. Erwischt wurde Clauvinho nur, weil einer der Wächter die falsche Miss Brasilien um ein Date fragte und erst nach dem Sex mit der falschen Miss Brasilien meldete er Clauvinho der Polizei. Ähnliches versuchte nun ein 53-Jähriger in Berlin-Wedding, als die Polizei an seine Tür klopfte mit einem Haftbefehl, den der Mann schlüpfen wollte, indem er als Frau verkleidet die Tür öffnete. Er oder sie hatte nur das Pech, dass vor der Tür die Soko Drag Queen wartete, angeführt von RuPaul. Und RuPaul führt niemand hinters Licht. Dafür sieht sie viel zu gut aus und RuPaul ist 61 und sieht immer noch aus wie ich mit 21, also wie vor 3 Jahren. Währenddessen in Rostock. Leider habe ich ja oftmals das Pech, dass wenn ich nur einmal meinen feuerwehrroten Ferrari auch mal endlich in der Spielstraße ausfahren will, natürlich geblitzt werde. Manchmal habe ich das Gefühl, die Polizei fährt undercover hinter mir her und wenn die sehen, dass ich eine schön gerade Straße langfahren muss, die regelrecht 250 km/h schreit, schnell den Kollegen weiter vorne durchfunken, einen Blitzer aufzustellen. Hätte nur ein 26-Jähriger in Rostock auch lieber besser aufgepasst, wäre er nicht bei der Fahrt im Auto am Steuer eingeschlafen. Da er aber im Schlaf so schnell fuhr, wurde er von einem Blitzer nicht nur geblitzt, sondern auch aufgeweckt. Und wie viele von uns morgens das mit dem Wecker auch gerne machen würden, hat der 26-Jährige aus Schreck dann den Blitzer umgefahren. Was ihm später bei der Polizei zwar ein paar Sympathie-Pluspunkte sicherte, aber noch mehr Punkte auf seinem Konto in Flensburg einbrachte. Derweil in Mumbai. Als Kind hatte ich das Glück, dass mir meine Tante Erna abends immer gute Nachtgeschichten erzählte, da 99% aller gute Nachtgeschichten auf dem Leben meiner Tante Erna basieren. Sei es Tante Erna hört ein Hu, Hänsel und Erna,
Tante Erna und der Stein der Weisen oder Tante Erna der Ringe, wo sie den Ring, der alle in Spandau unter das Joch gestellt hatte, im Schicksalsberg in Gatow zerstören musste. Allerdings basiert die Geschichte von Aladdin und die Wunderlampe nicht auf ihrem Leben. Obwohl Tante Erna meinte, dass ihr zweiter Ehemann im Bett einer Wunderlampe sehr ähnlich war. Keine Ahnung, was sie damit meinte. Trotzdem hielt dies 3 Männer in Mumbai nicht davon ab, einem Arzt eine vermeintliche Wunderlampe für 3 Millionen Rupien, etwa 34.000 Euro, zu verkaufen, die sich jedoch, und das wenig überraschend, dann nicht als Wunderlampe herausstellte, weil sie nur 1,5 Wünsche für so wenig Geld erfüllte. Noch zum Abschluss: Das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Raubfischmagazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Raubfischmagazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Vermutlich erinnern sich nicht mehr viele daran, aber ich war in der ersten Staffel von Höhle der Löwen einer der Investoren mit dem Spitznamen Raubfisch, was sicherlich beim amerikanischen Original Shark Tank besser gepasst hätte als bei den Schnarchnasen bei Fox. Zudem bin ich immer noch felsenfest davon überzeugt, dass meine 5,3 Milliarden, die ich in ein kleines schwäbisches Biotechnologieunternehmen namens Coronavir-Us investierte, sich rentieren werden. Auch wenn die ersten Tests vor 2 Jahren in Wuhan nicht besonders gut liefen. Jedenfalls wurde ich dann als Investor bei Die Höhle der Löwen nicht nur sprichwörtlich im hohen Bogen rausgeworfen, landete aber dann direkt vor einer Ausgabe des Raubfischmagazins. Und dank dem Raubfischmagazin habe ich nun die nächste große Idee, mit der ich Hypertrilliarden verdienen werde. Indem ich einfach selber eine Höhle der Löwen machen werde, namens Die Höhle des Raubfisches Shark Tank Hell's Kitchen am Rich Bitch. Deshalb sei nicht gewarnt, Raubfischmagazin, die dunkelgrüne Lately Fake News Karte an dich und dein Pitch steht auf der Liste für die nächste Folge von Die Höhle des Raubfisches Shark Tank Hell's Kitchen am Rich Bitch. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.